Laura im App Mythic positionieren. Super, genau. Listen. Hallo zusammen, heute nehme ich euch mal mit zu einem meiner Hauptsponsoren, der Firma HEP. Ist eine super spannende Firma und ja, ich habe gedacht, ich stelle euch das Unternehmen mal ein bisschen vor und ihr dürft mich gleichzeitig dabei begleiten, wie ich heute ein Fotoshooting absolviere, Video drehe und im Anschluss auch noch zu der Pressekonferenz für ein wichtiges Rennen in diesem Jahr für mich gehe. Alles hier bei HEP und ja, kommt mal mit. Wir können los. Es regnet. Wir haben gerade mal Rad mit Laufshooting geswitcht und es regnet immer noch. Aber wir sind ja nicht aus Zucker und muss halt der Marcel, der heute die Bilder macht, irgendwie muss er das hintrickseln. So, das ist Yannick. Yannick sieht nicht nur gut aus, sondern er ist auch verdammt schnell. Triathlet, Vize-Europameister unter 23 und ihr Mädels da draußen, ihr werdet es kaum glauben, aber er ist Single. Ja, meine Teamkollegen gehen in die Offensive hier. Also. Yannick ist auch Mitglied im HEP Sports Team, was ihn sicher nur noch attraktiver macht für die Damenwelt da draußen. Weil ich auch auf die Umwelt achte. Diese Location wurde ausgewählt für unser lockeres Laufshooting. Ich bin gespannt, wie oft ich jetzt diesen Berg hier hoch sprinten muss. Also es wurde immer kälter, aber ich glaube, wir haben die Laufbilder eingetütet und jetzt hoffe ich, dass wir uns gleich mal ein bisschen aufwärmen können. Ja, da ja heute nicht so viel Sonne oder Licht ist, müssen wir da ein bisschen nachhelfen. Was ist das für eine Therapie, die du gerade gemacht hast, Laura? Wie Therapie, Beschäftigungstherapie. Das war propriozeptives Training. Ihr denkt hier wahrscheinlich,
hier wird nichts gearbeitet, nur so ein bisschen Fotos machen, aber ja, heute ist echt nicht so wirklich angenehm. Die Realität eines Profisportlers, wenn er mit seinen Sponsoren arbeitet, ist eben auch, dass das Wetter mal richtig scheiße sein kann und man eigentlich stundenlang friert. Und trotzdem natürlich es so aussehen lassen muss, als wäre es wunderschöner Sonnenschein und das beste Wetter, um kurz zu fahren. So hart ist es in Wirklichkeit. Für mich als Athlet, der viel reist, viel fliegt, ist es einfach unglaublich toll, einen Partner zu haben, der eben für erneuerbare Energien steht, sich darum kümmert, dass wir unseren Planeten, der einmalig ist, schützen und auch bewahren und ja, sorgsam damit umgehen. Und ja, für mich ist es einfach toll, diesen Support zu haben und eben auch für das Thema sensibilisiert zu werden. Das Hauptgeschäft von HEP ist der Bau von riesengroßen Solarparks, wie ihr es hier seht. Und das Einzigartige an dem Unternehmen ist, dass sie eben die Konzeption, Bearbeitung, Wartung, alles in einem ja, leisten und ja, damit sehr viel Strom erzeugen auf nachhaltige Art und Weise. Shooting ist vorbei und jetzt kommen wir noch zu einem spannenden Programmpunkt hier. Auch bei HEP findet jetzt die Pressekonferenz statt zur Challenge Heilbronn, bei der ich auch an den Start gehe dieses Jahr und da freue ich mich schon sehr drauf, denn in Heilbronn habe ich meine erste Mitteldistanz gewonnen und von da an ja, hatte ich irgendwie so das Gefühl, der Knoten mit dem Gewinnen ist geplatzt auf der Mitteldistanz und von daher ist es ein besonderes Rennen für mich und ich freue mich, ja, hier dieses Jahr wieder am Start zu sein. Ich bin nicht alleine, sondern in guter Gesellschaft. Als Zweite begrüßen wir die derzeit schnellste deutsche Triathletin Laura Philipp. Herzlichen Dank, Sebastian Kienle. Ja, liebe Laura, komm doch ein bisschen näher zu uns, tauschen wir einfach hier die Plätze. Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger in der HEP Sports Family, sozusagen im HEP Sports Team. Du warst der Wegbereiter jetzt für Sebastian Kienle. Wie wurdest du denn damals aufgenommen hier im Hause der Firma HEP? Ja, auch sehr gut. Hat mir auch von Anfang an sehr gut hier gefallen und ja, ist auf jeden Fall HEP ist ein Sponsor, auf den ich sehr stolz bin, der gut auch zu mir passt. Ich lebe schon eigentlich seitdem ich denken kann, vegetarisch. Das ist für mich eben auch ein Punkt, der auch in Richtung Umweltschutz geht, einfach einmal die Tiere zu schützen, aber eben auch in Punkt CO2-Ausstoß. Und ja, so passt die Firma wirklich sehr gut zu mich. Ist weiter nochmal ein Punkt, in dem ich ja, mich auch nochmal eben mein eigenes Tun hinterfragen kann und eben Werbung auch machen kann für erneuerbare Energien. Für mich ist jedes Rennen eigentlich wichtig, wo ich am Start gehe. Es ist immer am Prüfstand irgendwie auch für die weiteren Rennen, die natürlich kommen. Jetzt ist Heilbronn etwas früher im Kalender, von daher ist es eins der ersten Rennen, die ich starte. Weiteres Rennen, was ich danach anstrebe, ist die Challenge Rot. Meine zweite Langdistanz dann bisher überhaupt, wo ich einfach auch nochmal weitere Erfahrungen auf der längeren Strecke dann sammeln möchte. Ich habe sehr gute Erinnerungen an Heilbronn. Ich bin dort auch schon zweimal gestartet, habe dort meinen ersten Sieg auf der Mitteldistanz einfahren können. Das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis und von da an ging das bei mir eigentlich mit dem Siegen also es ging immer besser. Ich hatte so das Gefühl, da ist ein Knoten geplatzt und ich hatte plötzlich weniger Angst vor großen Namen. Und ja, es ist für mich somit wirklich ein ganz besonderes Rennen. Ja, ich glaube, Sebi hat gesagt, man geht nicht einfach nur an den Start, wenn man vorher schon zweimal gewonnen hat. Also ich nehme mir natürlich vor, dass ich eine tolle Leistung dort abrufen kann. Aber gerade
Auf Hawaii, glaube ich, ist es vermessen, sich irgendwelche ganz großen Dinge vorzunehmen, weil ich einfach wirklich erstmal beim ersten Start schauen muss, wie komme ich mit den Bedingungen dort klar, und einfach auch das Starterfeld ist bei einer Weltmeisterschaft natürlich auch extrem stark. So, PK ist durch. Ja, ihr seht auch, wenn ich heute nicht so viel Sport gemacht habe, war ganz schön viel los. Der Tag ist bald vorbei. Und ja, auch das ist eben ein Teil von meinem Job, der mir auch sehr viel Spaß macht. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber meine Sponsoren, die nehmen da doch auch glücklicherweise sehr viel Rücksicht auf mein sonstiges Sporttreiben, dass die Leistung da nicht zu kurz kommt. Und ja, das ist jetzt für mich einfach auch eine schöne Möglichkeit, eben auch dem Sponsor was zurückzugeben. Natürlich auch jetzt hier die Pressearbeit zu machen für die Challenge Heilbronn, was einfach ein wichtiges Rennen für mich sein wird dieses Jahr. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, hier mal einen anderen Eindruck zu bekommen, was bei mir so an manchen Tagen ansteht. Und ja, ich habe nochmal überlegt, für euch nochmal ein kleines Rechenbeispiel zu machen. Gerade wegen der CO2-Neutralität, über die wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben heute auch. Und zwar könnt ihr es euch so vorstellen, dass wenn ihr 1.000 € zum Beispiel in den Fonds hier investiert, in Anlagen, dann könnt ihr dafür 28.000 Kilometer CO2-frei reisen zum Beispiel. Das wäre für mich auf jeden Fall schon mal Hawaii hin zurück. Und ja, gerade mich mit dem Thema eben auch weiter zu beschäftigen, finde ich unglaublich wichtig, unglaublich spannend, und ich hoffe, HEP unterstützt mich da auch weiterhin, dass ich mich in dem Bezug einfach ja, noch verbessern kann, auch um meinen Beitrag eben für die Umwelt zu leisten.